Hi, ich bin Patrick von den Coffee Tasters und in diesem Video stellen wir euch die DeLonghi Dynamica vor. Die genaue Modellbezeichnung des Vollautomaten ist ECAM 35055B. Wir bereiten jetzt gleich 6 verschiedene Getränke zu und erklären euch genau, wie wir den Vollautomaten dafür einstellen. Natürlich zeigen wir euch aber auch, wie gut der Milchschaum wird und messen für euch, wie heiß die Getränke werden. Die DeLonghi Dynamica hat ein vollautomatisches Milchsystem und kommt mit Milchbehälter. Den Milchschaum für Cappuccino und Co. könnt ihr ganz einfach auf Knopfdruck zubereiten. Den ausführlichen Testbericht auf unserer Website verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch einen Vergleich von verschiedenen Vollautomaten und erfahrt, wie die Dynamica in unserem Test abgeschnitten hat. Aber jetzt starten wir erstmal los und schauen uns als erstes die wichtigsten Teile und das Gehäuse genauer an. Als erstes schauen wir uns das Bohnenfach oben auf dem Vollautomaten an. Uns gefällt die umlaufende Gummidichtung und dass der Deckel abgedunkelt ist. Denn je weniger Luft und Licht an die Bohnen kommen, desto länger bleibt das Aroma erhalten. Dieses Gitter sorgt dafür, dass die Bohnen gut in Richtung Mahlwerk nachrutschen. Es passen 300 Gramm Bohnen in das Fach, das reicht für ungefähr 30 Getränke. Hier vorne ist noch ein Fach für Kaffeepulver, falls ihr zwischendurch zum Beispiel mal entkoffinierten Kaffee verwenden wollt. Direkt im Bohnenfach ist auch der Drehregler für das Mahlwerk. Inklusive der Zwischenstufen haben wir 13 Stufen zur Auswahl. Auf Stufe 1 wird das Kaffeepulver sehr fein, auf Stufe 7 deutlich gröber gemahlen. Ihr könnt die Stufen einfach durch Drehen des Reglers einstellen. Allerdings solltet ihr das Mahlwerk nur während dem Mahlvorgang und immer nur um eine Stufe verstellen, damit es nicht verklemmt. Hier hinten an dem kleinen Pfeil erkennt ihr, welche Stufe eingestellt ist. Wir haben aktuell Stufe 3 eingestellt und da wird das Kaffeepulver sehr fein und gleichmäßig gemahlen. DeLonghi verwendet hier übrigens ein robustes Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl. Wir füllen das Fach immer nur zur Hälfte, denn im Betrieb heizen Vollautomaten immer etwas auf und auch Wärme schadet auf Dauer dem Aroma. Das gilt aber für jeden Vollautomaten und nicht nur hier bei der Dynamica. Der Wassertank ist vorne rechts und lässt sich einfach nach vorne herausziehen. Ihr braucht also keinen Platz neben dem Vollautomaten. Daher ist die Dynamica auch gut für kleine Küchen geeignet. Der Schwimmer hier unten signalisiert dem Vollautomaten, wann der Tank leer ist. Dann erscheint ein Hinweis im Display. Es passen bis zu 1,8 Liter in den Wassertank. Das reicht so für 12 bis 15 Getränke. Hier links seht ihr den Anschluss für Wasserfilter. Mit Filter müsst ihr es seltener entkalken, was gerade bei sehr kalkhaltigem Wasser, zum Beispiel in großen Städten, praktisch ist. Die Dynamica funktioniert aber natürlich auch ohne Filter. Da alles so kompakt ist, ist der Wassertank relativ schmal. Aber wie ihr seht, klappt das Befüllen trotzdem ohne Probleme. Jetzt schieben wir den Tank einfach wieder ein. Der Kaffeeauslass lässt sich von 8 bis 14 cm verstellen. Er ist sehr stabil und hat 2 Auslässe. Damit könnt ihr also auch 2 Espressi oder 2 Espresso Lungo gleichzeitig beziehen. Als nächstes schauen wir uns den Milchbehälter an. Er ist aus robustem Kunststoff und so kompakt, dass er in jede Kühlschranktür passt. Den Milchtank könnt ihr mit einem Handgriff am Vollautomaten einklinken. Nach dem Bezug könnt ihr ihn genauso einfach wieder abnehmen und in den Kühlschrank stellen. Ihr könnt die Höhe des Milchauslasses eurer Tasse anpassen. Dadurch ist auch ein großes Latte Macchiato Glas kein Problem. Ihr seht, es gibt nur einen Milchauslass. Ein Doppelbezug von Milchschaumgetränken ist daher nicht möglich. Für kleinere Gläser könnt ihr Kaffee- und Milchauslass tiefer stellen, damit nichts daneben spritzt. Über diesen Regler hier könnt ihr die Konsistenz des Milchschaums in 3 Stufen einstellen. Auf Stufe 1 bekommt ihr heiße Milch ohne Schaum. Auf Stufe 2 gibt es ein bisschen Milchschaum, das ist perfekt für Latte Macchiato. Und auf Stufe 3 erhaltet ihr viel Milchschaum, ideal für Cappuccino. Das ist schon eine Besonderheit, die es bei diesem Preisbereich sonst nicht gibt. Durch die große Öffnung lässt sich der Milchbehälter einfach befüllen.
Es passen bis zu 600 Milliliter Milch in den Tank, das reicht so für 5 Getränke mit Milchschaum. Am besten geeignet ist übrigens Milch mit 3,5% Fettgehalt und 3,5% Eiweiß. Dann wird der Milchschaum schön cremig und fein. Die Dynamica gehört seit Jahren zu den absoluten Bestsellern in der Mittelklasse und das aus gutem Grund, wie wir finden. Alle Teile passen perfekt zusammen und auf uns macht das Gehäuse wirklich einen hochwertigen Eindruck. Es ist alles sehr robust und lückenlos, nichts wackelt oder klemmt. Dass bei diesem Preis nicht alles aus Edelstahl sein kann, ist klar. Hier kommt überwiegend Kunststoff zum Einsatz. Nur das Abtropfgitter ist aus Edelstahl. Hier solltet ihr aber eine Schutzfolie auflegen, denn sonst zerkratzt es doch ziemlich schnell. Insgesamt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis aber wirklich gut. Jetzt schalten wir die DeLonghi Dynamica ein. Das Gerät spült nun kurz durch und heizt sich auf. Das dauert nur eine halbe Minute und geht schneller als bei anderen Vollautomaten. Außer dem Ein- und Ausschalter läuft die Bedienung komplett über Touch. Über die Pfeiltasten hier könnt ihr navigieren, über das Zahnrad gelangt ihr ins Hauptmenü. Unter Wartung könnt ihr zum Beispiel ein Entkalkungsprogramm starten oder den Wasserfilter aktivieren. Über die Escape-Taste kommt ihr im Menü immer einen Schritt zurück. Über die Taste mit den 2 Bohnen könnt ihr das Aroma in 5 Stufen einstellen. Bei einer Bohne wird euer Kaffee relativ mild und bei 5 Bohnen dann richtig intensiv. Nachdem ihr das Aroma eingestellt habt, wählt ihr euer Getränk aus. Hier seht ihr die Direktwahltasten für Espresso, für Kaffee, für Cappuccino und für Latte Macchiato. Im Drink-Menü warten dann noch 5 weitere Getränke auf euch. Der Long als Alternative zum klassischen Kaffee, dann der Flat White als intensive Cappuccino-Variante, außerdem noch der Kaffee Latte, 2 Espresso im Doppelbezug, Espresso Lungo, der besonders intensive Ristretto und ein Doppio Plus, ein doppelter Espresso. Heiße Milch für Kakao könnt ihr natürlich auch beziehen. Überall, wo eine 2 davor steht, könnt ihr auch 2 Getränke gleichzeitig zubereiten. Und Heißwasser für Tee ist natürlich auch möglich. Dafür nutzt der Vollautomat diesen Auslass hier. Die My Menu-Taste erklären wir euch dann beim Cappuccino, denn darüber könnt ihr die Getränkemenge und das Aroma genau so programmieren, wie ihr es haben wollt. Bei der DeLonghi Dynamica Plus gibt es übrigens sogar 4 Profile. Hier bei der Dynamica könnt ihr die Getränke einmal programmieren. Kommen wir jetzt zum wirklich spannenden Teil, den Getränken. Wir beziehen jetzt nacheinander Espresso, Kaffee, einen Long Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato und zum Abschluss noch einen Kaffee Latte. Dabei verraten wir euch bei jedem Getränk die genauen Einstellungen, mit denen wir die besten Ergebnisse in unserem Test erzielt haben. Wenn ihr unsere Tipps hilfreich findet, dann klickt gern den Like-Button, denn dann bekommen noch mehr Leute unser Video angezeigt und können auch von den Tipps profitieren. Wie immer starten wir mit einem Espresso. Beim Aroma stellen wir 4 Bohnen ein, damit der Espresso schön intensiv wird. Den Mahlgrad haben wir auf Stufe 2, denn für guten Espresso braucht es feines Kaffeepulver. Durch Antippen der Espresso-Taste startet auch sofort der Bezug. Mit dem Mahl 2 fragt euch der Vollautomat nach einem Doppelbezug. Drückt ihr jetzt auf OK, bereitet er euch 2 Espresso gleichzeitig zu. Die Getränkemenge konnten wir leider nicht verändern. Beim Espresso sind ab Werk 40 ml eingestellt. Diese Menge können wir allerdings umprogrammieren. Es sind zwischen 30 und 80 ml möglich. Hier wären voreingestellte Stufen noch etwas praktischer. So ist es zum Beispiel bei der DeLonghi Dynamica Plus. Hier könnt ihr die Getränkemenge mit wenigen Klicks auf 30, 40 oder 50 ml einstellen. Jetzt schauen wir mal, wie heiß der Espresso ist. Wir haben übrigens bei der Temperaturstufe 2 von 4 eingestellt. Es geht also auch noch heißer, wenn ihr wollt. Trotzdem haben wir hier schon 68 Grad. Sehr gut. Das meiste Aroma kommt bei gut 60 Grad zur Geltung. Schaut euch diese Crema an. Wahnsinn. Sehr fein, nicht ein grobes Bläschen zu sehen. Optisch einer der besten Espressos, die wir bislang hatten. Und ich kann euch sagen, auch geschmacklich top. Intensiv und mit einer schönen nussigen Note. So kann es bei den nächsten Getränken gerne weitergehen. Jetzt kommen wir zum klassischen Kaffee. Wenn ihr überwiegend Kaffee trinken wollt, empfehlen wir euch einen mittelfeinen Mahlgrad. Wir haben Stufe 3 von 7 eingestellt.
also etwas gröber als beim Espresso, damit der Kaffee nicht zu bitter wird. Hier stellen wir das Aroma auf 3 Bohnen, also mittlere Stärke, und starten den Bezug. Die Getränkemenge ist 180 Milliliter, was ideal für unsere Tasse ist. Programmieren könnt ihr den Kaffee zwischen 100 und 240 Milliliter. Ein Doppelbezug ist beim Kaffee aber leider nicht möglich. Hier gibt es einen kleinen Trick. Wählt einfach 2 Espresso Lungo im Drink-Menü aus. Den könnt ihr auch auf bis zu 180 Milliliter programmieren. Wir sehen auch beim Kaffee, wie sich eine schöne goldbraune Crema bildet. Das sieht schon mal vielversprechend aus. Jetzt messen wir auch gleich wieder die Temperatur, denn vielen unter euch kann der Kaffee gar nicht heiß genug sein. Mit 77 Grad ist der Kaffee definitiv heiß genug. Die Crema ist wieder sehr fein und hat eine goldbraune Farbe. Geschmacklich ist der Kaffee gut und schön kräftig. Im Vergleich zu anderen Vollautomaten gelangen noch etwas weniger Bitterstoffe in die Tasse. Mal sehen, ob das der Long noch toppen kann. Denn der hat laut DeLonghi durch ein spezielles Prüfverfahren noch weniger Bitterstoffe. Das checken wir jetzt für euch. Für den Long wählen wir beim Aroma 3 Bohnen, dann drücken wir auf Drink Menu und wählen den Long aus. Hier hört ihr das Mahlwerk. Mit im Schnitt 67 Dezibel ist es relativ leise. Jetzt erklären wir euch den Unterschied zwischen Kaffee und Long. Beim Long werden 2 Kaffeepucks pro Tasse verwendet, beim Kaffee nur einer. Das heißt, beim Kaffee wird ein Kaffeepuck relativ lange extrahiert und je länger der Prüfvorgang dauert, desto mehr Bitterstoffe kommen in die Tasse. Für den Long werden 2 Kaffeepucks pro Tasse verwendet, die jeweils kürzer extrahiert werden. Daher hat der Long deutlich weniger Bitterstoffe als der klassische Kaffee. Jetzt startet der zweite Mahlvorgang und ein neuer Kaffeepuck wird gepresst. Beim Long wird außerdem das schonendere Schwallbrühverfahren angewendet. Dabei wird das Wasser nicht konstant, sondern in vielen kleinen Schüben durch den Puck gepresst, wie ihr hier schön sehen könnt. Dieses Verfahren soll für noch weniger Bitterstoffe sorgen. Und wir können schon mal verraten, es klappt tatsächlich. Eine klare Empfehlung für alle Kaffeetrinker. Wechselt vom Kaffee zum Long. Die Temperatur liegt wieder bei 76–77 Grad. Die Crema ist schön braun, aber nicht ganz so dicht wie beim Kaffee. Das liegt wahrscheinlich am Schwallbrühverfahren. Dafür ist der Geschmack aromatischer und weniger bitter als beim Kaffee. Alle Cappuccino-Fans aufgepasst, jetzt gibt's endlich Milchschaum zu sehen. Damit wir eine große Milchschaumhaube bekommen, stellen wir den Regler bis ganz nach rechts. Wir zeigen euch jetzt, wie ihr den Cappuccino auf eure Tasse anpassen könnt. Dafür tippen wir auf My Menu und wählen My Cappuccino aus. Damit die Espresso-Aromen gut durchkommen, stellen wir das Aroma auf 4 Bohnen. Nachdem wir auf OK getippt haben, beginnt der Automat direkt mit der Milchschaumzubereitung. Jetzt wird so lange Milchschaum bezogen, bis wir wieder auf OK drücken. Wir warten, bis der Schaum knapp unterm Rand steht. Wie ihr seht, ist der Balken gerade mal zu 1/3 durchgelaufen. Selbst richtig große Tassen würden also voll werden. Wenn wir jetzt auf OK tippen, startet sofort der Mahlvorgang. Jetzt können wir noch die Espresso-Menge programmieren.
Mit OK speichern wir genau diese Einstellung für alle zukünftigen Cappuccino-Bezüge. Wie ihr gesehen habt, das Anpassen der Getränkemenge geht bei der Dynamica nur nach Augenmaß. Ihr könnt also nicht konkrete Milliliter einstellen. Die Temperatur ist mit 65 Grad auf Stufe 2 schon echt gut. Wer es etwas heißer möchte, kann den Vollautomaten auf Stufe 3 oder 4 stellen. Auf Stufe 3 haben wir dann 70 Grad gemessen. Der Cappuccino hat eine hohe Milchschaumhaube. Der Schaum ist cremig und super fein. Wir können keine groben Bläschen erkennen. Er haftet perfekt am Löffel. Die Konsistenz ist wirklich top. Geschmacklich überzeugt er auch auf ganzer Linie. Dezent nussige Espresso-Noten unterstreichen die leichte Süße des Milchschaums. Mal sehen, ob der Latte Macchiato da noch mithalten kann. Für den Latte Macchiato nehmen wir ein richtig großes Glas. Da ist es echt praktisch, dass wir den Milchauslass in der Höhe verstellen können. Wir stellen die Milchschaumkonsistenz auf die mittlere Stufe. Dadurch wird der Schaum etwas flüssiger und cremiger als beim Cappuccino. Über My Menu programmieren wir jetzt den Latte Macchiato auf unser Glas. Beim Aroma stellen wir 4 Bohnen ein, damit die Aromen des Espressos noch gut zur Geltung kommen. So, jetzt brechen wir die Milchschaumzubereitung ab. Selbst hier ist der Balken gerade mal halb voll. Wahnsinn! Jetzt kommt noch der Espresso ins Glas und dann ist unser Latte Macchiato auch schon fertig. Sieht sehr gut aus, wie der Espresso sich langsam mit der Milch vermischt. Jetzt stoppen wir den Bezug und checken wieder die Temperatur. Hier messen wir 63-64 Grad. Das ist ideal für Latte Macchiato. Vollautomaten erhitzen Milch übrigens selten über 65 Grad, da sie dann bereits leicht verbrannt schmecken kann. Jetzt speichern wir erstmal unsere Einstellung, indem wir auf OK tippen. Wenn wir das nächste Mal ein Latte Macchiato unter My Menu auswählen, greift der Vollautomat auf die gerade gespeicherten Einstellungen zurück. Wollen wir den Latte Macchiato erneut anpassen, müssen wir im Hauptmenü My Getränke programmieren auswählen. Übrigens könnt ihr auch die direkten Bezugstasten verändern, dann überspeichert ihr die Werkseinstellungen. Dafür wählt ihr im Hauptmenü Getränke programmieren aus. Hier sehen wir die 3 typischen Schichten aus heißer Milch, darüber den Espresso und ganz oben die feine Milchschaumhaube. Ihr seht, der Schaum ist wirklich sehr fein und gleichmäßig. Er haftet perfekt am Löffel. Geschmack und Optik sind auch hier mit das Beste, was wir bei unseren Tests bislang gesehen haben. Einfach top. Jetzt zeigen wir euch noch den Kaffee Latte als Alternative zum Latte Macchiato. Er wird mit heißer Milch statt mit Milchschaum zubereitet, daher stellen wir den Regler auf Stufe 1. Das Aroma stellen wir wieder auf 4 Bohnen und starten den Bezug über das Drink-Menü. Hier seht ihr direkt, dass kein Schaum, sondern nur heiße Milch kommt. Alles viel flüssiger mit ein paar einzelnen Bläschen. Rein optisch gefällt uns der Latte Macchiato da wesentlich besser. Und auch beim Geschmack fehlen uns der cremige Schaum und die Süße der Milch. Nach den vielen Getränken, die wir bezogen haben, schauen wir jetzt mal, wie leicht sich die Dynamica wieder reinigen lässt. Besonders wichtig sind hier das Milchsystem, die Brühgruppe und die Abtropfschalen. Und genau das schauen wir uns jetzt der Reihe nach an. Die Reinigung des Milchsystems ist bei der Dynamica wirklich leicht. Nach dem Bezug kommt direkt ein Hinweis im Display, der euch ans Reinigen erinnert. Dann stellt ihr einfach eine Tasse unter und dreht anschließend den Regler ganz nach rechts auf Clean. Jetzt werden alle Leitungen automatisch gründlich mit heißem Wasser durchgespült. Den Milchbehälter solltet ihr, sobald er leer ist oder spätestens alle 2 bis 3 Tage reinigen. Ihr könnt ihn komplett in seine Einzelteile zerlegen. Alle Teile solltet ihr gründlich abspülen
oder ihr packt sie einfach in die Spülmaschine. Im Vergleich mit anderen Vollautomaten ist der Aufwand hier definitiv gering. An dem roten Schwimmer hier erkennt ihr, wann die Abtropfschale ausgeleert werden muss. Dann könnt ihr sie einfach nach vorne herausziehen. Sobald dieser Behälter mit Kaffeepucks voll ist, erscheint ein Hinweis im Display. Das ist immer nach 12 Getränken der Fall. Die Kaffeepucks sind, wie ihr seht, recht trocken und gut gepresst. Das zeigt uns, dass die Brühgruppe gute Arbeit leistet. Hier ging etwas Kaffeepulver daneben, das ist aber eher die Ausnahme. Nach dem Ausleeren könnt ihr alles per Hand abspülen oder in die Spülmaschine packen. Danach schiebt ihr alles wieder in den Vollautomaten. Jetzt schauen wir uns noch kurz die Brühgruppe an. Diese befindet sich hinter dem Wassertank. Dazu öffnen wir hier die Serviceklappe und drücken die beiden roten Knöpfe zusammen. Jetzt können wir sie einfach herausziehen. Ein paar Kaffeereste sind zu sehen, aber die finden wir eigentlich in jedem Vollautomaten. Insgesamt gehört die Dynamica auch hier zu den pflegeleichten Modellen. Wir empfehlen euch, die Brühgruppe einmal wöchentlich mit klarem Wasser abzuspülen, denn nur eine saubere Brühgruppe macht euch guten Espresso. Hier seht ihr jetzt die gereinigte Brühgruppe. Das hier ist der Stempel, er verdichtet das Kaffeepulver zu einem Puck. Dieser Hebel schiebt den Kaffeepuck dann nach dem Brühvorgang in den Kaffeesatzbehälter. Sobald die Brühgruppe vollkommen getrocknet ist, setzen wir sie dann wieder ein. Und das war's eigentlich auch schon, was die wöchentliche Reinigung angeht. Entkalken müsst ihr je nach Wasserhärte alle 1 bis 2 Monate. Wenn ihr einen Wasserfilter verwendet, noch deutlich seltener. Damit sind wir auch schon durch mit unserem Test der DeLonghi Dynamica. Wir fassen euch die Vor- und Nachteile jetzt nochmal kurz zusammen. Die DeLonghi Dynamica bereitet euch 9 Getränke auf Knopfdruck zu. Besonders überzeugt hat uns der Milchschaum. Er ist extrem feinporig und super cremig. Über einen Regler könnt ihr die Schaumkonsistenz außerdem in 3 Stufen einstellen. Sowohl Cappuccino als auch Latte Macchiato punkten mit einer schönen Milchschaumhaube. Beim Espresso kommen die Aromen unserer Bohnen gut zur Geltung. Er ist intensiv im Geschmack und hat eine feine Crema. Für die Kaffeetrinker unter euch ist der Long Coffee ein echter Geheimtipp. Durch ein spezielles Brühverfahren schmeckt er intensiv und gleichzeitig weniger bitter als der normale Kaffee. Bei den Getränken zählt der Dynamica zur absoluten Spitzengruppe. Sowohl der Espresso als auch der Milchschaum konnten in unserem Test voll und ganz überzeugen. Der Vollautomat ist hochwertig verarbeitet und robust. Überrascht waren wir von der angenehmen Lautstärke des Mahlwerks und des Milchsystems. Die Dynamica war eines der leisesten Geräte in unserem Test. Und auch die Handhabung ist einfach. Den Milchbehälter klickt ihr mit einem Handgriff am Vollautomaten ein und könnt ihn genauso leicht wieder abnehmen. Da das Gerät kaum größer als eine normale Kaffeemaschine ist, passt es auch gut in kleine Küchen. Der Automat lässt sich über das Touch-Display leicht und intuitiv bedienen. Ihr könnt viele Einstellungen vornehmen, um die Getränke eurem Geschmack anzupassen. Beim Mahlwerk habt ihr 13 Stufen zur Auswahl. Die Kaffeestärke könnt ihr in 5 Stufen einstellen. Bei der Brühtemperatur sind es 4 Stufen. Die Getränkemenge könnt ihr unter My Menu verändern und genau eurer Tasse anpassen. Leider funktioniert das bei der Dynamica sowohl beim Kaffee als auch beim Milchschaum nur nach Augenmaß. Bei der Dynamica Plus habt ihr je Getränk 4 Stufen zur Auswahl oder ihr könnt die Kaffee- und Milchmenge bei Bedarf wie hier frei programmieren. Profile für mehrere Personen habt ihr bei der Dynamica leider nicht, obwohl man sagen kann, dass die My-Menu-Funktion eigentlich einem Profil entspricht. Bei der Dynamica Plus stehen euch übrigens bis zu 4 Profile zur Auswahl. In Sachen Reinigung ist die DeLonghi Dynamica gut durchdacht. Nach jedem Bezug könnt ihr auf Knopfdruck das Milchsystem mit heißem Wasser durchspülen. Den Milchbehälter könnt ihr zum Reinigen komplett auseinanderbauen. Sämtliche Teile dürfen auch in die Spülmaschine. Die Brühgruppe könnt ihr entnehmen und wöchentlich mit klarem Wasser abspülen. Insgesamt schneidet die Dynamica in unserem Test sehr gut ab. Sie bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist unsere absolute Empfehlung im mittleren Preisbereich. Das war unser Testvideo zur DeLonghi Dynamica. In der Infobox verlinken wir euch den ausführlichen Testbericht auf unserer Website. Schreibt uns in den Kommentaren eure Meinung zu diesem Modell oder nennt uns einen anderen Vollautomaten, den wir für euch testen sollen. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt jetzt den Like-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst.
Bis zum nächsten Mal, euer Patrick von den Coffee Tasters.